gehört werden soll, das, was gesagt werden soll und alles, was jetzt da sein soll in den Raum. So I have a little tobacco here from one of the traditions that I've learned from, and I have a little chocolate here from another tradition that I've learned from. Und dann habe ich hier ein bisschen Tabak von einer Tradition, aus der ich gelernt habe, und ein bisschen Schokolade aus einer anderen Tradition, von der ich gelernt habe. I don't know how you're going to do this. Hey, old man, you who brave the crocodiles of oblivion, here we come now with great gratitude for all that you bring, for all the heat that you bring, all the power that you bring. May the stories come well, may the stories come true. Here's a little bit of deliciousness. I don't forget you, please do not forget me. Maybe you just say there Komplex. Ja, eine Darbietung, also eine Anrufung an das Feuer und ein bisschen an alle die guten Geister und dass die ein bisschen dieser Süße, der Freude und so weiter empfangen, um uns mit ihrem Wissen und ihrem Dasein zu segnen. So I would like to honor the fire by telling a little story about how fire came to us humans, it came to the earth. Ich möchte das Feuer ehren, indem ich eine kleine Geschichte erzähle, wie das Feuer zu uns Menschen kam. So there was a time when there was no fire, there was no light, there was no heat. Everything was really, really dark. Es gab eine Zeit, in der es kein Feuer gab, in der alles sehr, sehr dunkel war. Es gab keine Hitze, keine Wärme, nichts. And in that time there was a young man and he had should we say a partner or a wife, and he loved her to bits. They were very, very happy with each other. And he thought she was the most wonderful woman and he could feel her beauty with his hands, but he thought, I would love so much to see her face because I'm sure she is just as beautiful to look at as I imagine her to be. Und es gab einen Mann, der hatte eine Frau, eine Partnerin, die er so sehr liebte und die er so schön fand und die er nur ergreifen konnte, betasten konnte. Und er dachte sich, die wird doch bestimmt genauso schön anzuschauen sein, wie ich sie fühlen kann. So he knew that there was fire, but it was quite a way away. And between where he lived and where the fire was a very deep chasm. Und er wusste, dass es Feuer gibt, aber er wusste, dass es auch ein weiter Weg ist dorthin, um das Feuer zu bekommen, mit einem großen Hindernis auf dem Weg. And in that chasm lived these huge crocodiles, about many, many times bigger than the biggest crocodile you could imagine that lived here. And they were inclined to jump up and try and eat anyone who tried to jump over the chasm. Und in diesem Hindernis, dieser Schlucht, da lebten Krokodile und die wollten jeden fressen und jeden fangen, der über diese Schlucht springen wollte. But this man was so determined, he had such a longing in his heart to see his beloved, that in the end, he decided he had to try and do this. And if he died, well, so be it. Aber dieser Mann, er wollte so sehr die Schönheit seiner Frau sehen, dass er gesagt hat, auch wenn ich dabei sterbe, ich werde es versuchen. So he went as far as he could towards and felt till he could feel the edge of the chasm. And then he stepped back to measure how many steps he might take to make his jump. Und dann ging er zu dieser Schlucht und maß aus, wie viele Schritte er noch brauchen würde, um zu springen, um überhaupt darüber springen zu können. And he measured back and he measured forth and he measured back and he measured forth because really he was very frightened. And he could hear the jaws of those crocodiles going. Und er maß vor und er maß zurück und maß hin und her, weil er war eigentlich wirklich, wirklich, er hatte große Angst vor diesen Krokodilen, deren Zähne er schon klappern hörte. But finally, he decided he would just have to do it. So he took his steps back and he took a run and he jumped. Und dann wusste er, dass er es tun musste und er ging zurück und nahm Anlauf und er sprang. And he made it to the other side. What a relief. Those crocodiles had been snapping away, but they didn't catch even one of his toes. Und er schaffte es auf die andere Seite.
Und die Krokodile schnappten zwar die ganze Zeit, aber die schnappten nicht mal einen kleinen seiner Zehen. He was so happy, and he went to the fire, and he had a bowl, and into the bowl he put some embers from the fire. Und er kam zu dem Feuer und er hatte eine Schale mitgebracht. Und in diese Schale tat er nun ein paar der glühenden Kohlen von diesem Feuer. And then he looked around and he realized that all around the fire were stories. Luckily, he had brought a sack, so he started filling that sack with stories. Und um das Feuer herum lagen Geschichten. Und glücklicherweise hatte er einen Sack dabei. Und diesen Sack füllte er jetzt mit all den Geschichten. And there were mysteries, and there were murders, and there were funny stories, and there were stories for children, and there were love stories, and there were very, very long epics, and there were very short little stories, so many different stories. He said, I have to have this, and I have to have this, and I have to take that one. Und er fand ganz viele Geschichten. Er fand Mysterien, er fand Mordgeschichten, er fand Kindergeschichten, er fand so viele unterschiedliche Geschichten, lange Geschichten, kurze Geschichten, epische Geschichten, ganz viele Geschichten, die er alle einsammeln wollte in seinen Sack. But in the end, his sack was so full that he couldn't take any more. So he thought, now I've got to turn around and I've got to brave those crocodiles again. Und jetzt war der Sack so voll und jetzt musste er zurückgehen und wieder über die Krokodile kommen. At this time, he was a bit more confident. He thought, well, if I got over that time, I can do it again. I'll take the same number of steps and then I'll take a run like I did last time and I'll jump. Und diesmal war er selbstbewusster und sagte sich, okay, ich werde dieselbe Anzahl an Anlauf nehmen und über die Krokodile drüber springen. Das wird schon klappen. Und ich springe. But he didn't allow for the fact that he was just a little bit heavier because he was carrying the fire and he was carrying that sack full of stories. Aber er achtete nicht darauf, dass er jetzt ein bisschen schwerer war, dadurch, dass er den Sack mit den Geschichten trug und die Kohlen von Feuer. So as he jumped over, one crocodile reached up and took his leg off at the knee. Und als er sprang, war er etwas tiefer und eins der Krokodile schnappte ihm sein Bein weg bis ans Knie. And he fell bleeding back on his side of the chasm. But fortunately, his wife came running over and she had good herbs and she had good medicine in herself and she managed to heal his knee so that he didn't die, he did recover. Und als er drüben ankam, war er am Bluten und bis zu seinem Knie. Und das Gute war, dass seine Frau schöne Kräuter hatte und gute Kräuter, Heilkräuter hatte und damit gut umzugehen wusste, sodass sie ihn heilen konnte. And she made him a beautiful wooden leg for the bottom part of his leg. Und sie machte ihm ein schönes hölzernes Bein für den unteren Teil seines Beines. And some people will say that for something new to come into life, something has to be given away. There is always an exchange. Und um etwas ins Leben zu bringen, ist es wie ein Sprichwort. Etwas anderes muss gehen dafür. But he was glad because in his eyes, his wife was just as beautiful as he had imagined that she would be. Und gleichzeitig war es für ihn eine große Freude, denn seine Frau war genauso wunderschön, wie er sich es immer ausgemalt hatte. And you know, when you look up to the heavens, when there are no clouds and it's a good clear day at night, you see all the stars up there and all the stars are moving except one. Und wenn du in der Nacht zum Sternenhimmel hochschaust und alle diese Sterne siehst, dann siehst du, die bewegen sich alle, bis auf einen. They all change their position as the year goes on, all but the North Star. Alle verändern ihre Position im Laufe des Jahres, bis auf den Nordstern. And the North Star, having one wooden leg, Und dieser Nordstern, wenn man ein Holzbein hat, goes round and round in the same place. ist immer an demselben Ort.
So I tell this story to honor the fire and to remember that we didn't always have fire and what a blessing it is that now we do. And I try and feed it some wood so it'll keep going away and you can see it all the time that we're sitting here together. Und so erzähle ich diese Geschichte vom Feuer, das wir nicht immer hatten und das so ein Geschenk ist und dass ich hier mit dem Holz weiter nähre, dass wir es die ganze Zeit sehen können. And the second thing I need to do is to thank the people and the cultures who have held these old stories, these old ways of being, these old connections with the land through thick and thin, through persecution, through all sorts of things, so that we now, who have forgotten most of our old ways, can learn again from them. Und so möchte ich danken den ganzen Völkern und Kulturen, die ihre Weisheiten übertragen haben, durch dick und dünn, durch alle Unwägbarkeiten des Lebens, durch alle Verfolgungen, alles, was Schlimmes passiert ist, dass wir, die wir das fast vergessen haben, jetzt wieder davon lernen können. And I give many thanks to all those different nations in North America from whom these teachings have come, and to Guatemala, the Guatemalan Mayans who have suffered terribly most recently from persecution, from whom other teachings have come. And I apologize for all the ways in which I won't have remembered them in a good way. Und ich möchte mich bedanken bei den Völkern und den Nationen Nordamerikas, die das Wissen weitergegeben haben und den Mayas in Guatemala, die jetzt unlängst der Verfolgung sich gegenüber sahen. Und genau. And most of all, I apologize for all the wrongs that my civilization, these Europeans of whom I'm a part, and all the horrible, horrible things that we've visited on your people, with many apologies to all those ones who've nevertheless had the generosity to give their teachings out. Und ich möchte mich entschuldigen bei all diesen Völkern für die Gräueltaten, die meine Völker oder unsere Völker da eben angerichtet haben, die ihnen angetan haben und die trotzdem die Größe und die Gastfreundschaft hatten und die uns und das Wissen, was sie hatten, mit uns zu teilen. Also ganz viel Entschuldigung. So as I'm an arrogant English person, the arrogant English never learn anybody else's language. I don't know how I was introduced, but I'll make a little introduction myself now. Also ich bin eine arrogante Engländerin und die nie eine andere Sprache gelernt hat, wie das so ist bei arroganten Engländern. Also von daher wusste ich nicht genau, wie ich vorgestellt wurde und werde das jetzt selber nochmal in ein paar Worten tun. So in the old way, I would say, some of my family are river people, and they come actually from that river. They came from Hamburg. So they come from your land, a lot of you people there, I think. But my father had to run away, him and his family. They were refugees, so they came to England. And there he met my mother and my mother's family. Oh, I should stop, should I? My mother, let me just use my mother's family, are land people and ocean people. They live at the very southwest of this land where it's very wild and the ocean is never more than a few meters away. Lovely. Ja, also um kurz zurückzugehen, mein Vater war ein Flussmensch und der kam ursprünglich aus Hamburg und wurde dann von dort vertrieben, kam als Flüchtling nach England, wo er meine Mutter traf, die in einer Familie der Land- und Ozean- oder Seemenschen eben groß geworden ist, wo das wilde Land und eben auch der Ozean immer sehr nah dran waren. And as I was thinking I've been thinking today and yesterday, what shall I tell you? What would be good for you to hear? What would be useful for you? I also always think I must listen to what Spirit is sending me. And the way that I work, Spirit always quite often sends me something in quite a mundane, ordinary way. Und ich habe mich gefragt die letzten Tage, was soll ich euch denn mitgeben? Also was könnte ich euch mitgeben, was euch gut täte? In einer,
recht einfachen und schönen Art. Yes, so this morning my doorbell rang. My neighbor across the road came over. He wants to put a new fence up. And he said, here's the trouble. Your tree is in the wrong place. It's grown out into my land. So basically he wanted to cut my tree down, not my tree. The tree had arrived of its own accord, this tree down, so that he could have a good alignment with his fence. Also, heute Morgen klingelte es an meiner Tür und ein Nachbar kam zu mir und sagte, er möchte einen Zaun bauen. Den Zaun kann er aber nur bauen, wenn er den Baum, mein Baum, wobei es ist nicht mein Baum, aber der wuchs über sein Grundstück, dass er den abschneiden wollte, um eine gute Linie für seinen Zaun zu finden. So I watched myself and I could see that partly in my normal conditioning, I thought he had a right to put his fence where his fence should go. But fortunately, that was overruled by my love for the tree. And it was an absurd situation for his fence to be just a few centimeters more one way than the other. He wanted to kill this living being. Und ich hatte im ersten Moment dieses Gefühl, ja, er hat ein Recht darauf, seinen Zaun dort zu bauen, wo er hingehört. Und dann wurde das zum Glück übertüncht von meiner Liebe für dieses Lebewesen Baum. Und ich wunderte mich, wie kann das sein, dass jetzt nur um den Zaun 10 Zentimeter weiter drüben zu machen, sollte jetzt dieser Baum sterben. So fortunately, after a conversation, he said, oh, well, you're very emotional, I can see, so I will leave your tree alone. Und nach etwas längerem Gespräch sagte er dann, okay, ich sehe, Sie sind sehr emotional und ich lasse Ihren Baum in Ruhe. And I thought at this time, we wonder how we can protect the earth. And we have to do it in every different part of our life. In the smallest moments, a test will come to see if we really mean it, or if we're just full of fine words, but when it comes to our own lives, we don't want to make a change. Und so ist das ein Zeichen dafür, ein Aufruf dafür, zu schauen, sind wir wirklich Erdhüter? Beschützen wir die Erde und die Natur, wie wir das wollen? Oder sind das nur leere Worte? Weil die Tests, die kommen immer, kleinere und größere Tests, kommen immer wieder auf uns zu. My neighbor was a very nice man, so I am not complaining about him, but I thought, how was I so fortunate as to love trees that much now? And I thought, because for many years I was taught to go and sit by a tree. Mein Nachbar, um ihn gerade mal in Schutz zu nehmen, ist ein sehr netter Mensch. Und jetzt war nur die Frage, wie ist das, dass ich über die Jahre so einen Bezug zu dem Baum entwickelt habe? Also ich wurde mal gelehrt, eine Zeit lang unter einem Baum zu sitzen. So I was told as a woman, but I'm sure it would be the same for a man, but in one of my traditions I was told the first thing a woman has to do is find a tree that she can make a relationship with, she can make a friendship with. Eine der ersten Sachen, die mir beigebracht wurde, und das war jetzt vielleicht für eine Frau, vielleicht ist das für Männer auch so, aber ich sollte erstmal einen Baum finden, mit dem ich eine Beziehung eingehen könnte, mit dem ich eine Freundschaft pflegen konnte. So when I first came to this town to live, which was about 40 years ago now, one of the first things I did was walk out into the country a little bit until I found a tree that felt friendly. And then I would visit that tree regularly. Und so, als ich vor einigen Jahren, 40 Jahren ungefähr hierher kam, da suchte ich mir erstmal einen Baum, den ich freundlich fand und der mir gefiel und zu dem ich dann jeden Tag hingegangen bin. But I would recommend that to everybody. And as time has gone on, I have had to make relationship with trees in different ways. Und ich kann es nur jedem empfehlen, die über die Zeit einfach, habe ich Beziehungen zu Bäumen in unterschiedlichsten Formen aufgebaut. So when I had to collect, I think it was 6 sticks
for a 4-day ceremony I was going to do, and they had to be cut from a living tree. Ich musste zum Beispiel einmal 6 Stöcke, 6 Äste sammeln, die ich von einem lebenden Baum schneiden musste für eine Zeremonie. So I decided that I couldn't cut them. I cut them from different trees, but I couldn't cut them until I sat by the tree long enough to have some experience of how the tree was experiencing the rest of the world around it. Und ich konnte diese 6 Äste nicht von einem Baum schneiden. Ich habe sie von unterschiedlichen Bäumen geschnitten und ich habe mich davor mit dem Baum verbunden und versucht zu spüren, wie der Baum die Umgebung wahrnimmt. And I discovered how much I had to slow down to really experience anything, and how peaceful I had to become to begin to feel that I was tuning into the way that the tree was experiencing the rest of life. Und ich entdeckte, wie langsam ich sein musste, um dahin zu kommen, zu fühlen, was der Baum fühlt, und wie friedvoll ich sein musste, um mich auf diese Baumwahrnehmung einzustellen. And another time I was sent out to allow myself to be seen by some trees. It's a very simple thing, but how, we go out and we stand by a tree, or we sit by a tree, or we touch a tree, or whatever, we smell it, we look at it, but how often do we present ourselves for the tree to observe us? Und dann ist es nochmal eine andere Art, dem Baum zu erlauben, mich zu sehen, weil es ist oft so, dass ich hingehe zu dem Baum, den Baum berühre, den Baum anfasse, mich dem Baum zeige, mich dem Baum präsentiere. Aber wie oft erlaube ich wirklich dem Baum, mich zu sehen? So I offer these small practices to you, so that when someone comes along and is going to do something seemingly quite reasonable to a tree, maybe in your village or your town or whatever, you have enough love for trees in general from the time that you spent with them, that you will realize that you have to protect that one, and you will do it in a good way. Jetzt möchte ich euch jetzt was mitgeben, dass ihr die Liebe zu den Bäumen mit in eure Gemeinschaft nehmt, mit in eure Dörfer nehmt, um die Bäume vor Ort zu beschützen. So you see, the trees came in and demanded that I talk about them this evening. Die Bäume kamen zu mir und sagten, ich soll heute Abend über sie sprechen. Now I wonder what else I could say to you. There are so many things that I could say. Oh yes, I was going to tell you another story, if that's all right. Because the last thing about the tree and me. Quickly. Also ich habe mich noch gefragt, was ich euch noch erzählen könnte. Also die Bäume, das ist eine Sache. Es gäbe noch so viele Dinge, die ich erzählen könnte. Aber ich erzähle euch noch eine kleine Geschichte. We need to remember how totally interconnected we are with all other beings on this beautiful earth. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wie verbunden wir sind mit allen Lebewesen auf dieser Erde. So this is a story about a fox and a girl. Und das ist die Geschichte von einem Fuchs und einem Mädchen. And it takes place, it was in the winter, and it was in the far north, and it was in a time when it was really, really, really cold. It was ice and snow and freezing temperatures. Und das ist eine Geschichte, die sich im hohen Norden abspielt, im Winter, wo es überall voller Schnee und Eis war, beides. Sehr, sehr, sehr eiskalt. And there was a family, and they lived in their home, a mother, a father,